Hannibal ante portas. Hannibal steht vor den Toren. Das war der Schrei einer Supermacht, die das Zittern lernte. Nicht geboren als König, sondern als Krieger. Sein Schicksal begann mit einem Schwur, geschmiedet in Feuer und Blut. Er tat das Undenkbare, von der eisigen Hölle der Alpen bis zum Blutfeld von Cannae. Er war der Mann, der Rom an den Rand des Abgrunds brachte, der Albtraum, den sie niemals vergaßen. Rom, die ewige Stadt. Im Jahr 218 vor Christus war sie die unangefochtene Herrin des Mittelmeers. Ihre Legionen waren diszipliniert, ihre Mauern unüberwindbar, ihr Stolz grenzenlos. Die Römer glaubten, ihre Kriege seien gewonnen, ihre Feinde vernichtet. Doch sie irrten sich. Im Süden, an den heißen Küsten Nordafrikas, in der mächtigen Handelsstadt Karthago, wuchs ein Schatten heran. Ein Schatten, der geboren wurde, um Rom das Fürchten zu lehren. Sein Name war Hannibal Barcas. Die Geschichte beginnt nicht mit einem Krieg, sondern mit einem Schwur. 9 Jahre war Hannibal alt. Als sein Vater Hamilkar, ein General, der von Rom gedemütigt wurde, ihn an den Opferaltar führte. Hamilkar legte die Hand seines Sohnes in das Blut des Opfers und verlangte ein Versprechen. Ein Versprechen, das die antike Welt in Flammen setzen sollte. Schwöre mir, dass du niemals ein Freund Roms sein wirst. Und der Junge schwor, ein ewiger Hass, geschmiedet in Feuer und Blut. Jahre vergingen. Der Junge wurde zum Mann, der Mann wurde zum General. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Hannibal das Kommando über die karthagischen Truppen in Spanien. Er war brillant, charismatisch und besessen von einem einzigen Ziel: Rom muss fallen. Aber wie greift man eine Supermacht an, die das Meer beherrscht? Die römische Flotte war unbesiegbar. Ein direkter Angriff über das Wasser wäre Selbstmord gewesen. Hannibal wusste das. Also tat er das Undenkbare. Er entschied sich für einen Plan, der so waghalsig war, dass selbst seine eigenen Offiziere daran zweifelten. Er würde nicht schwimmen, er würde marschieren. Über die Pyrenäen, durch das wilde Gallien, über die reißende Rhone und schließlich über das Dach der Welt, die Alpen. Im Frühling 218 brach er von Karthago Nova auf. Eine Armee, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Über 50.000 Infanteristen, 9.000 numidische Reiter, die Besten der Welt und 37 Kriegselefanten. Lebende Panzer, die den Boden unter ihren Füßen erzittern ließen. Der Marsch war brutal. Noch bevor sie die Alpen sahen, mussten sie sich durch feindliches Gebiet kämpfen. Wilde Stämme, reißende Flüsse und Krankheiten forderten die ersten Opfer. Doch Hannibals Wille war eisern. Er schlief auf dem Boden bei seinen Soldaten, aß dasselbe Essen, teilte dasselbe Leid. Er war kein König auf einem Thron. Er war ein Krieger unter Kriegern. Als sie den Fluss Rhone erreichten, warteten am anderen Ufer feindliche Kelten. Doch mit einer genialen Täuschung und Flößen für die Elefanten überwand er das Hindernis. Nichts konnte ihn aufhalten. Doch nun standen sie vor der wahren Prüfung. Es war Oktober. Der Winter nahte. Vor ihnen ragten die Alpen in den Himmel. Eine weiße, tödliche Wand aus Eis und Fels. Die Einheimischen sagten,
Es sei unmöglich, diese Berge mit einer Armee zu überqueren, schon gar nicht mit Elefanten. Hannibal blickte hinauf zu den schneebedeckten Gipfeln. Er drehte sich zu seinen erschöpften, frierenden Männern um und sprach die Worte, die in die Geschichte eingehen sollten. Wir werden einen Weg finden oder wir werden einen machen. Der Aufstieg in die Hölle hatte begonnen. Die Überquerung der Alpen war kein Marsch. Es war ein Kampf gegen die Natur selbst. Schneestürme peitschten den Soldaten ins Gesicht. Der Boden war glatt, die Pfade schmal. Ein einziger falscher Schritt bedeutete den Tod. Tausende Männer und Dutzende Pferde rutschten ab und stürzten schreiend in die tiefen Schluchten. Dazu kamen die Angriffe der wilden Bergstämme, Allobroger, die Felsbrocken von oben herabrollen ließen. Die Elefanten, diese gigantischen Tiere aus der afrikanischen Sonne, litten am meisten. Ihre Haut fror, ihre Kraft schwand, doch sie marschierten weiter. 15 Tage dauerte dieser Albtraum. Als Hannibal endlich die Po-Ebene in Norditalien erreichte, war der Preis für seinen Wagemut sichtbar. Von den 50.000 Soldaten waren nur noch knapp 26.000 übrig. Er hatte fast die Hälfte seiner Armee an den Berg verloren. Seine Truppe war ausgehungert, zerlumpt und am Ende ihrer Kräfte. Rom hätte jetzt angreifen müssen, aber Rom unterschätzte ihn noch einmal. Die Römer konnten nicht glauben, dass jemand die Alpen im Winter überquert hatte. Publius Cornelius Scipio, der Vater des späteren Scipio Africanus, wurde entsandt, um diesen Verrückten zu stoppen. Am Fluss Trebia trafen sie aufeinander. Es war ein eiskalter Dezembermorgen. Hannibal bewies hier zum ersten Mal sein taktisches Genie. Er ließ seine numidischen Reiter die Römer provozieren, noch bevor diese gefrühstückt hatten. Die römischen Legionen wateten durch das eisige Wasser des Flusses, hungrig und steif vor Kälte. Als sie das andere Ufer erreichten, schnappte die Falle zu. Hannibals ausgeruhte Truppen und die versteckte Kavallerie seines Bruders Mago umzingelten sie. Es war kein Kampf, es war ein Gemetzel. Der Sieg an der Trebia war nur der Anfang. Hannibal zog weiter nach Süden, immer tiefer ins Herz Italiens. Im Jahr 217 v. Chr. lockte er die nächste römische Armee unter Konsul Gaius Flaminius in eine noch tödlichere Falle, den Trasimenischen See. Es war ein nebliger Morgen. Die Römer marschierten am Seeufer entlang, eingezwängt zwischen dem Wasser und den Hügeln. Sie sahen den Feind nicht, sie hörten ihn nicht, bis es zu spät war. Aus dem Nebel brachen die Karthager hervor. In weniger als 3 Stunden wurden 15.000 römische Soldaten getötet. Das Wasser des Sees färbte sich rot vom Blut. Die Nachricht erreichte Rom wie ein Donnerschlag. Wir wurden besiegt in einer großen Schlacht. Panik brach aus. Die Menschen riefen auf den Straßen: Hannibal ante portas! Hannibal steht vor den Toren. Die Römer wussten nicht mehr weiter. Sie ernannten einen Diktator, Quintus Fabius Maximus, der den offenen Kampf mied. Er wollte Hannibal aushungern, ihn zermürben. Man nannte ihn den Zauderer. Aber das Volk wollte Rache. Sie wollten Blut. Sie wollten eine Entscheidungsschlacht. Sie stellten die größte Armee auf, die Rom je gesehen hatte. 88.000 Mann. Sie dachten, schiere Masse würde Hannibal erdrücken. Sie ahnten nicht, dass sie direkt in die größte Katastrophe der antiken Militärgeschichte marschierten. Sie marschierten nach Cannae.
August 216 vor Christus. Cannae. Hier schrieb Hannibal Geschichte. Hier vollbrachte er das tödlichste Meisterwerk der Militärtaktik, die doppelte Umfassung. Die römische Infanterie stürmte blindlings in Hannibals Zentrum. Sie dachten, sie würden gewinnen, weil die Karthager zurückwichen. Doch es war eine Falle. Während die Römer drückten, schwenkten Hannibals Flügel ein. Die Falle schloss sich. Über 80.000 Römer waren auf engstem Raum eingepfercht. Sie konnten ihre Schwerter nicht mehr heben. Der Staub erstickte sie, bevor die Klinge sie traf. Es war kein Kampf mehr. Es war eine Hinrichtung. An einem einzigen Tag verlor Rom mehr Soldaten als die USA im gesamten Vietnamkrieg. Der Senat verlor 1/3 seiner Mitglieder. Das Blutbad war so gewaltig, dass Hannibal Ringe von den Fingern der toten römischen Adeligen einsammeln ließ, körbeweise. Der Weg nach Rom war frei. Sein Kavalleriekommandant Mahabal drängte ihn. »Lass uns sofort nach Rom reiten. In 5 Tagen wirst du auf dem Kapitol speisen.« Doch Hannibal zögerte. Er hatte keine Belagerungsmaschinen. Seine Armee war erschöpft. Er hoffte, Rom würde kapitulieren. Mahabal sah ihn enttäuscht an und sagte den berühmten Satz: »Du verstehst zu siegen, Hannibal, aber du verstehst nicht, den Sieg zu nutzen.« Und so geschah das Unfassbare. Rom ergab sich nicht. Rom verbot sogar das Wort Frieden. Jahrelang blieb Hannibal in Italien, unbesiegt, aber isoliert. Währenddessen lernte Rom von seinem Feind. Und ein junger Römer, der das Gemetzel von Cannae überlebt hatte, stieg auf: Scipio. Scipio wusste, dass er Hannibal nicht in Italien besiegen konnte. Also griff er Karthago direkt an. Hannibal musste zurückkehren, um seine Heimat zu retten. Im Jahr 202 vor Christus trafen sich die beiden Giganten bei Zama. Doch diesmal war alles anders. Scipio hatte Hannibals Taktiken studiert. Als Hannibals Elefanten angriffen, ließen die Römer Gassen in ihren Reihen offen. Die Bestien rannten harmlos hindurch und wurden im Rücken der Armee getötet. Hannibals eigene Taktik wurde gegen ihn verwendet. Seine Armee wurde vernichtet. Karthago kapitulierte. Der große Löwe war besiegt, aber nicht tot. Jahre verbrachte er auf der Flucht. Von Königshof zu Königshof, immer gejagt von den Römern, die keine Ruhe fanden, solange er atmete. Im Jahr 183 vor Christus, in einer kleinen Festung in der heutigen Türkei, holten sie ihn schließlich ein. Es gab keinen Ausweg mehr. Doch Hannibal gönnte Rom nicht den Triumph, ihn in Ketten zu sehen. Er nahm einen Ring von seinem Finger, der Gift enthielt. Seine letzten Worte waren ein Hohn auf die Angst seiner Feinde. Lass uns die Römer von ihrer ständigen Sorge befreien, da sie es nicht abwarten können, bis ein alter Mann stirbt. Hannibal Barkas starb fern der Heimat, aber sein Name lebt ewig. Er war der Mann, der das Unmögliche wagte. Der Mann, der Rom an den Rand des Abgrunds brachte. Der Albtraum, den Rom niemals vergaß.